Die nachfolgend aufgeführten Filmszenen sollen an Beispielen der Baukonstruktionen der Außenhülle Möglichkeiten der Sanierung und energieeinsparende Maßnahmen aufzeigen. Die Bodenplatte. Bodenplatten von Wohn- und Nutzräumen, die an das Erdreich grenzen, müssen feuchteisoliert und wärmegedämmt sein. Bevor Wärmedämmungen auf Bodenplatten aufgebracht werden, müssen Schäden behoben und Feuchtesperren eingebaut sein. Häufig treten Undichtigkeiten im Bereich des Anschlusses der Bodenplatte an die angrenzenden Wände auf. Ist die Kehle zwischen Bodenplatte und Kellerwand undicht, muss sie ausgestemmt und erneuert werden. Fehlt die waagerechte Feuchtesperre, kann Wasser durch die Bodenplatte nach oben steigen. Für eine Abdichtung eignen sich Dichtungsbahnen oder Bitumenanstriche, die auf hydrophobierten Betonoberflächen aufgebracht werden. Bei drückendem Wasser ist diese Methode nicht geeignet. Die Wärmedämmung kann aus unterschiedlichen feuchtebeständigen Baustoffen bestehen, zum Beispiel aus Perlite, Polystyrol, Mineralschaum oder Schaumglas. Aus schalltechnischen Gründen ist der Estrich durch einen feuchtedichten Schaumstoffstreifen von Wänden und Pfeilern zu trennen. Als Abschluss kann ein Trocken- oder Nassestrich gewählt und ein Bodenbelag, zum Beispiel aus Keramikfliesen, Holz oder Kunststoff, verlegt werden. Der Vorteil für eine Wärmedämmung unterhalb der Bodenplatte besteht darin, dass die nicht tragenden Zwischenwände auf die Bodenplatte gestellt und dadurch Wärmebrücken verhindert werden. Größere Energieverluste können auch durch Wände auftreten, die an unbeheizte Räume grenzen. Denn je höher die Temperaturdifferenz zwischen beheizten und unbeheizten Räumen ist, umso größer ist der Wärmeverlust. Hier sollte aus bauphysikalischen Gründen die Wärmedämmung auf der kalten Seite der Wand angebracht werden, um Kondensation von Feuchtigkeit in der Wand zu vermeiden. Die Wärmedämmplatten, zum Beispiel aus Polystyrol, Kork oder Mineralschaum, werden nach der Überprüfung und Vorbereitung der Wandoberflächen mit einem Haftmörtel auf einen tragfähigen Untergrund geklebt. Die Wärmedämmung aus Mineralwolle kann als Alternative gewählt werden. Hier sind die Platten mit einer geringen Vorspannung zwischen die Holz- oder Metallprofile einzubauen. Für die Bekleidung eignen sich Gipskarton oder Holzfaserplatten. Vor der Durchführung energieeinsparender Maßnahmen sind die Baukonstruktionen auf Schäden zu untersuchen. Die Sanierung von Oberflächen, Riss- und Feuchteschäden muss vor den wärmedämmenden Maßnahmen abgeschlossen sein. Die Wärmedämmung ermöglicht, die Energieverluste erheblich zu reduzieren. Die Energieeinsparverordnung stellt Mindestanforderungen an die Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Decke. Eine weitere Wärmebrücke des Gebäudes kann durch Decken entstehen, die an unbeheizte Räume grenzen. Kehlbalkendecken, die beheizte Räume nach oben abgrenzen, müssen ebenso ausreichend wärmegedämmt sein. Vor den entsprechenden Maßnahmen muss die Balkenlage auf die erforderliche Tragfähigkeit untersucht werden. Die Wärmedämmung kann auch hier aus unterschiedlichen Dämmstoffen bestehen und wird auf eine dicht schließende Schalung, die zwischen den Balken verlegt ist, angebracht. Bei einer Dämmschüttung ist der Raum zwischen den Balken mit einem reißfesten Papier auszukleiden. Danach kann ein Fußbodenbelag angebracht werden. Für begehbare Decken ist als Wärmedämmung zum Beispiel Mineralwolle geeignet, die zwischen Holzbalken angebracht und mit Holzdielen oder Holzfaserplatten abgedeckt wird. Eine Schaumstoffunterlage zwischen Fußbodenbelag und Holzprofilen mindert die Trittschallübertragung. Als Alternative kann auch eine Wärmedämmung aus Polystyrol oder Mineralschaum gewählt werden, die mit einem Vlies- oder Trockenestrich abgedeckt wird. Der Trockenestrich ist vorzuziehen. Dadurch entsteht keine zusätzliche Feuchtigkeit im Gebäude. Für die Wärmedämmung unter der Kellerdecke sind Dämmplatten geeignet. Sie können direkt nach der Überprüfung und Vorbereitung der Decke auf einen tragfähigen Untergrund geklebt werden. Bei nicht tragfähigen Decken ist eine Befestigung mit Dübeln möglich. Vor der Durchführung energieeinsparender Maßnahmen sind die Decken auf Schäden zu untersuchen. Wärmedämmungen bei Decken gegen unbeheizte Räume ermöglichen, die Energieverluste erheblich zu reduzieren. Decken gegen unbeheizte Räume müssen auf der kalten Seite wärmegeschützt sein.
Die Energieeinsparverordnung stellt Mindestanforderungen an die Begrenzung des Wärmedurchgangskoeffizienten. Die begrenzten Energiereserven unserer Erde zwingen zu innovativem Handeln. Energieeinsparende Maßnahmen senken nachhaltig den Energieverbrauch. Die steigenden Anforderungen an den Wärmeschutz müssen auch im Gebäudebestand umgesetzt werden. Über 90% des gesamten Gebäudebestandes entsprechen nicht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung. Die steigenden Energiekosten geben Anlass zu handeln, zumal Investitionen sich bereits nach wenigen Jahren amortisieren. Bei diesem Gebäude führten wärmedämmende Maßnahmen zu einer Energieeinsparung von ca. 70%. Durchgeführte energieeinsparende Maßnahmen bleiben über Jahrzehnte konstante Größen und senken den Energieverbrauch und die Energiekosten, steigern die Wohnqualität, den Wert des Hauses und sind ressourcenschonend. Wenn Sie die dargestellten Energieeinsparmaßnahmen umsetzen, sind Sie auf dem Wege zum Niedrigenergiehaus.